Hallo und willkommen zum Kanal Fast Guides. Du suchst eine Universal-Fernbedienung mit AirMouse-Funktion und möchtest es mit Kodi in Verbindung mit Linux oder Windows und zusätzlich dem Smart TV benutzen? Dann ist vielleicht die Fernbedienung in diesem Video genau das Richtige für dich. Du siehst das Unboxing, das Anlernen und wie gut es unter den verschiedenen Plattformen funktioniert. Also bleib dran, es lohnt sich für dich. Die Fernbedienung in diesem Video hat den Clou, dass es auf der Vorderseite eine normale Fernbedienung ist und auf der Rückseite eine Tastatur verbirgt. Du findest es auf Amazon unter verschiedenen Namen: Elprico Fernbedienung oder TV Remote AirMouse oder Synergy-Tech für Android-Boxen. Je nach Anbieter kostet das kleine Helferlein bis zu 20 Euro. Ich habe die Elprico Fernbedienung gekauft. Die hat eine englische Tastaturbelegung. Das Unboxing ist schnell erledigt. In der Verpackung ist enthalten die Fernbedienung, eine Bedienungsanleitung und ein USB-Adapter. Es werden im Übrigen normale Batterien verwendet. Der Vorteil: ein stundenlanges Warten entfällt, wenn der Saft ausgeht. Nach dem Einstecken des USB-Adapters wird die Fernbedienung problemlos erkannt. Windows und auch Linux zeigen beim Anschließen keine Systemmeldungen an. Es kann daher sofort losgehen. Beim Samsung Smart TV meldet sich unten links ein Dialogfenster. Richtig Spaß macht die Fernbedienung mit Linux und Kodi. Die Tastatureinstellungen sind sinnvoll gewählt und gehen intuitiv von der Hand. Außerdem löst die Fernbedienung eine kleine Hürde, die vor allem neue Kodi-User haben. Es öffnet per Tastendruck wie erwartet den Browser. Auch die anderen Tasten starten sinnvolle Optionen, wie zum Beispiel den Einstellungsdialog des Betriebssystems oder das Remote-Verbindungsfenster. Gut gelöst ist im Übrigen ein Druck auf den Lupenknopf. Es öffnet das globale Suchmenü. Somit kannst du zwischen zwei verschiedenen Apps wechseln oder während Kodi im Hintergrund läuft, ein anderes Programm starten. Vom Betriebssystem unabhängig ist die Mausfunktion. Nach etwas Eingewöhnungszeit und Fuchtelei mit beiden Händen bin ich damit ganz gut zurechtgekommen. Unter Windows reagieren die Tasten anders, als ich es von den Symbolen der Fernbedienung erwartet habe. Einzig eine Taste öffnet das Windows E-Mail-Programm. Der Browser wird leider gar nicht geöffnet. Auch ein Druck auf den Lupenknopf lässt nur das Startmenü erscheinen. Das Umschalten zwischen Programmen wird somit eine hakelige Geschichte. Interessanterweise wird die Fernbedienung auch vom Samsung Fernsehgerät erkannt. Auch ohne Anlernfunktion lösen einige Tasten Dialoge aus. So ist es zum Beispiel möglich, auf das Smart Hub zu wechseln und Apps zu starten oder wie gewohnt zwischen den Kanälen zu zappen. 5 Tasten der Fernbedienung können angelernt werden. Das sind die farbigen Tasten unten und zusätzlich noch der rote Power-Knopf. Das Anlernen geschieht, indem die beiden Geräte Kopf an Kopf aufgestellt werden. Anschließend wird der TV-Knopf gedrückt und dadurch die Lernfunktion aktiviert. Nun drückt man die anzulernende Taste der Fernbedienung des Gerätes und danach die Taste, auf dem die Funktion übernommen werden soll. In meinem Fall lege ich den Wechsel der Input-Eingänge der Samsung-Fernbedienung auf den blauen Knopf. Auch ein Ein- und Ausschalten der angelernten Geräte ist möglich. Ich kann mit der Fernbedienung mein Kodi Center auf dem HDMI-Anschluss separat aufwecken oder schlafen legen. Auch der Fernseher lässt sich damit ein- und ausschalten. Die Funktion habe ich auf die rote Taste gelegt. Mein Fazit für die Fernbedienung ist gemischt. Wer eine gute Fernbedienung für Kodi in Verbindung mit Linux sucht, kann hier bedenkenlos zugreifen. Unter Windows war ich enttäuscht. Wer hier alle Funktionen herauskitzeln möchte, muss in den Tastaturkürzeln Optionen herumfummeln. Als Nachteil empfinde ich außerdem das Fehlen der F1 bis F10 Tasten. Zusätzlich fehlt auch die Steuerungstaste. Ansonsten danke ich dir, dass du bis zum Schluss durchgehalten hast. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.